Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Ja, heute ist der 26. Dezember und ich hoffe, ihr hattet ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest mit euren Lieben und es gab auch viele Geschenke. Ja, der 26. Dezember ist ja auch gleichzeitig der letzte Weihnachtstag und für mich ist es so, wenn Weihnachten vorbei ist, dann freue ich mich schon auf die wärmere Jahreszeit und kann es kaum erwarten, dass der Frühling kommt. Ja, aus diesem Grund gibt es heute ein Unboxing und ich möchte ein bisschen Frühling zu Weihnachten bringen. Ja, dieses Paket hat mich erreicht. Das ist wieder eine Kooperation mit der Marke Five Stitch. Ich durfte mir die Artikel aussuchen. Ich musste nur die Versandkosten bezahlen und es wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch dafür Dankeschön an Five Stitch. Ja, der Karton, wie ihr seht, hat schon etwas gelitten. Er ist so angekommen bei mir. Ich habe ihn schon geöffnet, habe nachgesehen. Also der Inhalt ist intakt und es ist auch alles vorhanden. Ja, und dann schauen wir uns das gleich gemeinsam an. Ihr seht, er ist ja schon geöffnet. Hier haben wir den Inhalt. Ich nehme mal alles raus. So, Karton ist leer und ja, dann schauen wir uns das alles nach der Reihe nach an und ich beginne mal mit den Flyers, die dabei sind. Also ich habe hier ein Schreiben erhalten und ihr wisst ja, der Shop hieß ja vorher One-to-One Stitch und er wurde umgeändert auf Five Stitch. Also, ja, die Website gibt es noch, One-to-One Stitch. Also, wenn ihr das so eingebt, dann kommt ihr automatisch zu Five Stitch und das geht noch so bis 31. Dezember. Ja, hier steht auch der Grund, warum es geändert wurde. Es geht da um Copyright. Ja, Ursachen, Probleme. Aus dem Grund wurde der Shop geändert auf Five Stitch. Ja, also die Erklärung dazu von dem Shop. Und ihr wisst ja, Five Stitch lässt auch produzieren bei Painting Fairy Cross Stitch. Darum auch hier wieder der Flyer von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, ihr wisst, es geht hier um die Garne. Es gibt 482 Farben von dem ägyptischen Baumwollgarn. Ja, die Farbnummern entsprechen dem DMC-Garn. Und hier sind noch die Informationen zu der Herstellung von Painting Fairy Cross Stitch. Habt ihr schon sehr oft gesehen, brauche ich, glaube ich, nicht näher erklären. Ja, dann hier noch einmal, ja, auch das ist jedes Mal dabei, noch einmal über die Garne, die ägyptische Baumwollgarn und ja, die Abkürzungen für die verschiedenen Stiche und auf der Rückseite noch die Waschanleitung für den bedruckten Stoff. Dann habe ich auch wieder eine Garnprobe erhalten. Jetzt habe ich ja wirklich schon eine Menge an diesen Garnproben. Und wir schauen mal. Das ist die Farbnummer 159. Und man sieht hier, ja, es ist von Painting Fairy Cross Stitch. Dieses Grau-Lila, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Die Farbnummer 159. Ich glaube sogar, dass ich dieses Garn für meinen Heaven and Earth Soul verwenden kann. Ich glaube, da ist auch diese Farbnummer dabei. Ja, ausgezeichnet, denn ich warte ja noch immer auf meine Garne, damit ich dann auch den Soul
rechtzeitig starten kann. Ja, dann haben wir wieder ein wunderschönes Zubehörsäckchen, dieses Mal wieder in einem grünen Organza-Stoff mit Mond und Sternen, also ganz weihnachtlich. Passt wirklich sehr gut zu der Jahreszeit, also zu Weihnachten. Und der Inhalt, ja, den kennen wir auch schon. Wir haben wieder mal dreimal diese Flossbobbins, von vielen auch nur UFOs genannt, die man verwendet zum Backen der Fäden. Also ich backe zwar meine Fäden, aber verwende sie auch nicht. Vielleicht sollte ich das mal tun. Danach haben wir auch wieder dreimal Silikonfingerhüte und dreimal in der Größe 3. Ja, für ein bisschen. Gut. Diese Schere, also von der bin ich ja wirklich begeistert. Sie schneidet wirklich, wirklich sehr gut und sie ist auch ganz spitz. Also Vorsicht, einen Moment, da ist noch ein Schutz vorne. Ja, jetzt ist sie. Also wie ihr seht, eine ganz spitze Schere und man sehr gut ganz knapp am Stoff den Faden abschneiden. Also die Scheren sind wirklich sehr, sehr toll. Und dann haben wir noch die Nadeln. Es gibt ja jetzt nur mehr 8 Stück von den Nadeln. Früher gab es ja 20 Stück und diese ETA-Nadeln, das waren 28er Nadeln. Und dieses Mal gibt es 8 Stück von den 26er Nadeln von, ja, diese rote Packung. Ja, gut, dann schauen wir, was noch dabei war. Und zwar habe ich wieder Stoff bekommen. Also den habe ich mir nicht ausgesucht. Der wurde als Goodie dazugegeben. Und dieses Mal, ich habe den gleichen Stoff bereits von Painting Fairy Cross Stitch erhalten. Aber dieses Mal habe ich den Stoff in 14 Count erhalten. Bei der anderen Firma war es 16 Count. Und es ist in der Größe 40 x 50 cm. Wir schauen uns das an. Leider kann man es in der Kamera nicht so gut erkennen. Es ist eine Art Grünton mit Orange. Also ich komme mal näher, vielleicht kann man hier direkt in der Mitte das Orange erkennen. Ja, das sieht man schlecht durch die Beleuchtung. Ja, auch hier haben wir wieder auf einer Seite die Webkante des Stoffes. Also da kann nichts ausfransen, aber die anderen Seiten sind nicht umsäumt, also die müsst ihr euch selber umsäumen, wenn ihr das so gerne, wenn ihr das möchtet, ja. Ja, der Stoff kostet wirklich nur eine Kleinigkeit, deshalb kann ich nur jeden raten, dass er den Stoff auch mitbestellt. Ich glaube, er kostet so um $1, also einen US-Dollar. Also es ist wirklich eine Kleinigkeit, aber ich muss dazu sagen, man kann sich die Farbe nicht aussuchen und man kann sich auch die Countzahlen nicht aussuchen. Also ihr bekommt das rein zufällig in irgendeiner Farbe und entweder in 14 Count oder auch in 16 Count. Ja, also die Stoffe sind wirklich, wirklich toll, aber leider weiß ich noch immer nicht, was ich darauf sticken werde. Ja, aber man kann ja nie genug Stoff haben. So meine Meinung dazu. Ja, bevor wir jetzt zum eigentlichen Kit kommen, das ich mir im Rahmen der Kooperation ausgesucht habe, möchte ich euch nur erinnern, ihr findet rechts oben den Rabattcode, er lautet Kreuz Dame, damit könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Und ich bekomme dann auch eine kleine Provision, wenn ihr das über meinen Link bestellt. Ja, dann machen wir weiter.
Und wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Stück. Ja, ich zeige es euch gleich. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen Frühling zu Weihnachten bringen. Und ich habe mir dieses Stickkit ausgesucht. Ich packe es aus. Man kann es sonst wirklich sehr schwer erkennen durch das Licht, da das Licht etwas blendet. Ja, eingepackt, wie ihr seht, wie immer in solchen Zip-Tüten, also wieder verschließbar. Das finde ich ja toll. Und auch ich werde jetzt gleich diese Anleitung auspacken. Übrigens, die Anleitung ist in einer Druckknopftasche, auch wieder verschließbar. Ja, und das habe ich mir jetzt ausgesucht. Es heißt, also hier steht sogar noch der Aufdruck One-to-One-Stitch, also mittlerweile aber 5-Stitch. Es heißt Inspiration of Spring Meadows, also eine Inspiration von Frühlingswiesen. Es ist von einem Designer und der Designer heißt Chuck Pinson. Das ist ein Maler, also ich habe ein bisschen gegoogelt und nachgelesen, also ein Maler, der hauptsächlich Landschaftsbilder malt. Und ja, hier haben wir ein Landschaftsbild, also die Frühlingswiesen hier im Vordergrund. Dann haben wir hier eine Holzhütte, also so ein Blockhaus, dahinter die Berge, der Wald. Und wir haben hier auch die Rehe, also oder sollte das eher, es sieht also nach dem Geweih nach nicht wie ein Reh aus, sondern eher so eine Art Steinbock. Ja, aber hier haben wir definitiv ein Reh. Ja, dann haben wir eine kleine Brücke über einen Fluss, also ein idyllisches Landschaftsbild, wie gesagt, Inspiration of Spring Meadows, also die Frühlingswiesen. Es wird 369 Stiche groß und 277 Stiche hoch. Und ihr seht, es gibt es in 11 Count, habe ich es gesehen auf der Website, 14, 16 und 18 Count. 20 und 25 Count habe ich nicht gesehen, dass man das so bestellen kann. Aber man kann das Motiv entweder auf Vordruck bestellen oder man bestellt es auf gezählten, also mit gezählten Kreuzstich. Das heißt, ihr erhält einen Blanko Stoff. Ja, ich habe 18 Count gewählt, wie ihr sehen könnt, was natürlich den Grund hat, dass das Bild nicht zu groß wird, denn von einer Breite bei 369 Stichen hat es doch eine ordentliche Breite. Ja, also ein sehr, sehr schönes und auch farbenfrohes Motiv. Da bin ich ja gespannt, wie das rauskommt, ob man das auch dann wirklich so erkennt. Ja, also wir haben hier das Deckblatt. Es ist auf Glanzpapier gedruckt, wie man erkennen kann. Dann haben wir auch schon die Legende und wir haben hier 77 Farben und seht, es gibt keine Mischfarben. Also 77 einfache Farben. Also das erleichtert natürlich das Sticken, da man keine Farben mischen muss. Also das wird sicher, sicher toll. Und dann haben wir auch schon die Anleitung gedruckt auf A4-Papier. Und das sind dann tatsächlich noch 8 Seiten. 8 Seiten Anleitung. Ihr seht, es gibt tatsächlich nur volles Kreuz. Es gibt keine halben Stiche oder Backstitches oder French Knots, sondern rein volles Kreuz zum Sticken. Ja, das ist mal einfach, sage ich. Okay, dann schauen wir uns, bevor wir zu den Garnen kommen,
den Stoff an. Überall sind diese Kartonschnipsel. Und ja, ihr seht, er hat doch ein deutliches Ausmaß, so wie ich euch gesagt habe. Also das sind 369 Stiche in der Breite und in der Höhe haben wir 277 Stiche. Also das Bild hat schon ein ordentliches Maß. Also ich bringe es gar nicht ganz jetzt in die Kamera. Aber ja, der tolle Druck. Also wie üblich der tolle Druck von Painting Fairy Cross Stitch. Ganz klar, es ist nichts verschwommen. Die Symbole sind deutlich zum Erkennen und das, obwohl es 18 Count ist. Ja. Also der Stoff ist auch wie üblich umsäumt, also an allen 4 Seiten. Hier haben wir noch ganz klein aufgedruckt die Legende, also die 77 Farben. Und ja, das Bild selbst hat zwar viele Farbwechsel, aber man kann erkennen, es ist nicht so konfettihaltig. Also eventuell hier in diesem Bereich ist es eher mehr Farbwechsel und auch hier, wo die Bäume sind, ist auch ein bisschen mehr Farbwechsel. Aber der Rest dürfte doch recht einfach zu sticken sein und durchaus machbar, aber es hat trotzdem eine ordentliche Breite und ja, wie gesagt, das ist 18 Count, aber ihr könnt es natürlich auch in 11 Count, 14 oder 16 Count bestellen. Dann wird das Ganze natürlich noch größer. Die Stichanzahl bleibt ja gleich, aber durch den Count, also nimmt man einen niedrigeren Count, wird das Bild natürlich größer. Ja, 18 Count wird ja mit 2 Fäden gestickt. Und da schauen wir uns dann auch noch gleich die Fäden an. Hier gut verpackt, wie ihr sehen könnt. Auch hier haben wir nochmal den Titel aufgedruckt, Inspiration of Spring Meadows und auch die Nummer, also die Artikelnummer ZZ7928. Und wir haben hier das Garn, das für 18 Count oder 20 Count gedacht ist. Nochmal extra verpackt in einer Plastikhülle. So. Ja, wir haben Plastikgarnkarten, so wie wir das ja kennen. Und jetzt schon mit dem Aufdruck von 5 Stitch. Hier haben wir noch den Aufdruck One-to-One-Stitch, aber auf den Garnkarten haben wir schon den richtigen Aufdruck. Und wir haben tatsächlich 3 Garnkarten und 77 Farben. Auch hier wieder, wie üblich, mit der Schleife zusammengebunden. Das ist ja das Garn von Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, wie ihr seht, wir haben viel Lila. Komm mal mit dem Bild näher. Das ist ja also, die Berge hinten sind ja eher lilahaltig zu sticken. Dann haben wir natürlich das dunkle Grün und auch Rot. Rot für die Blumen und wahrscheinlich auch für die Bäume teilweise. Ja, Grün ist klar, das sind auch die Bäume und das Gras. Dann haben wir noch ein bisschen Grau und Beige-Töne. Grau auch für das Dach der Hütte und wahrscheinlich auch für den Rauch. Und ja, viel Lila, Braun. Hier haben wir noch etliche Brauntöne. Ja, und auch noch Weiß. Also 77 tolle Farben. Wirklich schöne Farben. Also das Lila ist ja ein Wahnsinn. Wir haben ja sehr viel dabei von den Lila. Die 208, 9, 10 und 11. Und da geht es weiter mit 333, 340. Also sehr viel Lila Töne. Sehr schön.
Ja, also wie gesagt, 77 Farben auf diesen Plastik-Garnkarten, die mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne, da sie ja natürlich auch wiederverwendbar sind. Ja, das wäre das Garn dazu. Und dann habe ich auch schon alles ausgepackt. Ja, meine Lieben, also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und euch das gefällt, was ihr seht oder mehr davon sehen wollt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ja, bei allen anderen bedanke ich mich recht herzlich für das Zusehen. Ich freue mich ja schon, das anzusticken. Also da kommt wirklich Frühlingslaune auf. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich auch bei Five Stitch für die Kooperation und bei euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Video. Und wir sehen uns dann ja schon bald, ja, zum Auslosungsvideo. Ähm, Bis gestern, also bis zum 25. Dezember, konntet ihr an meinem ähm, Jubiläumsgewinnspiel teilnehmen. Und ja, das nächste Video wird dann die Auslosung sein. Und dann ist es ja wirklich endlich Zeit für ein Monatsupdate. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Weihnachtstag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.